Willkommen, liebe Leute, mal wieder zurück bei The Legend of Heroes Trails in the Sky. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Das weiß ich gerade selber nicht mehr so ganz zu... Oh, wow, man kann ja die Kamera sogar drehen mit Mausrad, lol. Das hätte ich mal früher wissen sollen, das hätte mir einiges erspart. Ich hatte im letzten Part hier die Background-Musik ein bisschen hochgestellt, aber das mache ich jetzt wieder ein bisschen runter, weil ich die allgemeinen Sounds wieder hochgeschraubt habe. Die sollen nach Möglichkeit nicht lauter sein als ich. Nun gut. Bright House, genau, da sollen wir jetzt auch hin. Dem Vater erstmal Bescheid sagen, was abgeht, dass wir es geschafft haben im Leben, ja. Beziehungsweise jetzt weiß er es hier. Die Frage ist, wir haben ja noch nicht erzählt, dass wir es geschafft haben, glaube ich, aber er hat uns natürlich im Tower gerettet. Dementsprechend mal gucken, was jetzt ansteht. Ich merke aber auch schon wieder, dass sie dieses richtig schöne Sonnenuntergangs-Setting hier übernommen haben. Das ist schon in Trails of Cold-Stil nice gewesen. Und das hier ist es auch sehr, sehr nice. Es hat zwar nicht dieses eigene richtig coole Theme, aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. So. Ja, da wir kein Objective haben, was ich mir so in dem Sinne angucken kann, weiß ich jetzt aber nicht ganz genau, wo genau ich denn jetzt überhaupt hingehen soll, tatsächlich. Wir sind jetzt hier zu Hause, aber hier ist sonst keiner. Was soll ich nun tun? Dass es hier keinen Tab für Quests gibt, ist wirklich, das irritiert mich. Ich hätte wirklich gedacht, sowas gibt's hier. Und es gibt auch sonst nicht wirklich etwas, oder kann ich hier irgendwie unter... Ne, ich kann jetzt auch nichts irgendwie umlegen oder so. Von wegen, dass ich mir hier ein Questbuch auf irgendeine Taste legen kann oder irgendwie sowas. Gut, hier sieht man auch noch mal, wo wir sind. Aber wo sehe ich denn jetzt so mein jetziges, was ich jetzt tun soll, beziehungsweise wo ich jetzt hingehen soll? Weil wenn der Part schon ein paar Tage her ist, dann kann ich mich natürlich nicht mehr ganz genau daran erinnern, was jetzt als nächstes ansteht. Aha, okay. Hier haben wir unser Questbuch scheinbar. Beziehungsweise hier sind zumindest die Sachen, die wir abgeschlossen haben. Ja gut, das hilft mir jetzt natürlich nicht ganz so viel. Bin ich gerade lost? Hier sind unsere Rezepte, okay. Das sind irgendwelche anderen Sachen noch. Was ist jetzt die Aufgabe? Was soll ich tun? Ah, wisst ihr was? Die sagen ja manchmal nochmal so, was sie als nächstes machen wollen, wenn ich irgendwas anderes mache. Dementsprechend gehe ich jetzt einfach nochmal zurück in die Stadt und guck mal, was sie dazu sagen. Wir wollten aber eigentlich zurück nach Hause gehen. Also war doch das Zuhause eigentlich richtig. Ich frage mich, warum da kein Event getriggert hat oder so. Ich gehe einfach mal nochmal ins Gildenhaus. Ja, wir sollen den Brief da zu unserem Vater bringen. Ist doch vollkommen richtig. Dann verstehe ich nicht, warum der nicht da ist. Oder habe ich den nur übersehen? Bin ich blöd? Ah, das sind so Momente der Lostheit, die bei einem Blind Let's Play durchaus auch mit dabei sein können. Und auch werden. Aber die Musik ist einfach geil. So, habe ich hier jetzt was übersehen? Aha, okay, er war einfach nur in seinem Zimmer da unten, okay. We're home, Dad. We finished reporting to the guild like you told us to. Good work, kids. The details of your reports will be reviewed at each branch and will affect your pay and rank advancement in the future. Please make sure that you always remember to do it. Don't worry, we will. And before I forget, I got that copy of the liberal news you wanted. There was this letter for you at the guild too. A letter, huh? Well, I'm going to get cleaned up and start dinner. Oh, and Dad, thanks for coming when you did today. You really helped me out back there. I see you are being rather gracious today. Papa is happy. How delightful that my daughter has finally understood what a great man her father truly is. There's no need to hold back, Estelle. Come and jump into your father's loving arms. Oh Gott, wie da weiß ich schon, wie sie darauf reagieren wird. In your dreams.
I swear, the men in this house have one thing in common. They never know when to shut up. Hey, musst du da Joshua mit reinbeziehen? Der war mir bisher eigentlich sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen. I guess she's not as depressed as I had thought she'd be. Should I be thanking you, Joshua? I didn't do much. I just gave her a push in the right direction. Estelle's a resilient girl to begin with. Yes, she is, but she still has a long way to go. She'll run into more than just a few stumbling blocks in this line of work. And overcoming those obstacles is what will teach her to stand on her own 2 feet. There's that soft side of yours talking again. Oh no, eggs are supposed to explode like that? Was hat sie denn da jetzt schon wieder gemacht? I guess I shouldn't have gone in expecting to make a perfect meal in a single try. No wait, cooking is supposed to be about passion. Exploding eggs are passionate, right? Now once more. That daughter of mine can sometimes be a little too passionate. I think I'll go help with dinner. We don't want the curtains to catch fire again. Again? Das ist einfach schon mal passiert. But at this rate, there's no telling when we can expect to have a bite of food ready on the dinner table. Huh. Alright then, let's see what this letter is all about, shall we? Cassius cuts the letter seal. A message from the Erebonian Empire. Oh, Erebonian Empire. Erfahren wir also doch schon was über Erebonien quasi. Ich nenne es jetzt einfach mal Erebonien, wenn ich es auf Deutsch ausspreche, denn das ist nämlich das Königreich, wo wir in Cold Steel unterwegs sein werden, Trails of Cold Steel. Dementsprechend bin ich gespannt. Aber gut, wenn wir einige Charaktere schon kennen, müssen wir natürlich, also wenn wir das im Intro schon gesehen haben, müssen wir natürlich irgendwie auch schon in dem Königreich unterwegs laufen. What? Scheinbar eine schockierende Nachricht. Wow, this is a surprise. This new dish is what I call Estelle's explosion over rice. Be sure to savor every last morsel. I will. Your cooking this evening is excellent. My compliments to the chef. This is raw talent at its best. Today certainly has been a busy but a great day nonetheless. We qualified as junior bracers, had our first real assignment, and I didn't even lose my eyebrows making dinner this time. Not to mention the food being delicious. For a first attempt, this dish is actually quite eatable. At first I thought I might have to pitch it out the window when you weren't looking, but it seems that technique won't be necessary tonight. Sometimes you're just so despisable rude, Dad. Don't you know how to be humble and to say something tastes nice? Alright then, how about this? Boy, I never thought I'd be able to eat something wonderful like this before. I had to leave on business. You made a splendid meal, Estelle. Thanks, Dad. Wait, business? Busyness, ne? Busyness. Ja, doch, Business. Business ist doch richtig. Are you leaving again? Yes. Something unexpected came up. This time I'm going to be away for a while. Hold on a minute. You're leaving? When? Tomorrow morning. What? I don't care what kind of job you're doing, that's just too soon. It's about that letter, isn't it? Was there some sort of incident? Oh, it's nothing like that. Just a simple investigation. I'll have to visit a number of places, so it'll take me about a solid month before I'm through. That being the case, please take good care of the house while I'm away. What do you mean, that being the case? You always use some vague excuse like that and take off for who knows how long. We have to accept it, Estelle. A bracer's job is to help those who come to us for help. I know. But what are you going to do about all your jobs here at the Roland branch? You've already accepted a few of them, haven't you? Oh, only about 5 or 6. So I was thinking, and how about the both of you handle them for me instead? What? Are you really asking us to do the work that you're supposed to be doing? That I am. I'll have you do the ones which I think you can accomplish. And I'll ask Sherazade to handle the difficult ones. So, what do you say? Ja, sure, warum nicht? Of course we will. You're okay doing these, right, Joshua? Yeah, no problem. Looks like a good way to get some experience as a bracer. Then it's settled. I'll stop by the guild and let Aina know about a change of plan before I leave. Alright, I'm starting to feel more determined than ever.
We'll have to bust our tails with these jobs so we don't tarnish your name while you're gone. Oh, Estelle, my beloved daughter. Papa is so proud. Oh, my dear Lena, who art in heaven, can you see your daughter now? Our little Estelle has grown up to be such a lovely young woman. Okay, damit haben wir es jetzt wohl auch bestätigt. Die Mutter ist gestorben, anscheinend. Face it, Dad, you're getting old. If people lose their trust in you at this age, you might as well just throw you in the towel forever. I'm only helping you out because I'm your daughter, and I have a duty to pay you back for the last 16 years. I'm only 45, and that's more. And what's more, I'm very likely the most active member in the entire guild. Not bad for a pair of comedians. By the way, Dad, which fly will you be on tomorrow? The one headed for Gransel or the one headed for both? I'll be on the one headed for Gransel. My flight departs at 10 o'clock in the morning. That means I'll have to get up a little earlier tomorrow. I'd better set my alarm clock just in case. Dad? Are you still awake, Joshua? Na, offensichtlich, sonst wird er da ja nicht stehen. You'd better hold off on the liquor or Estelle will get mad again. This is just my way of lifting my spirits before I travel. How about yourself? Would you like to join me for a drink? I'll pass. Actually, what I should be saying here is, don't offer alcohol to minors. I'm not like Shara, who will jump at any chance to enjoy a drink or 10. That's because she holds her liquor much better than I do. Alkoholiker gibt's also auch wieder hier. Kennt man auch schon aus Cold Steel. There's something really serious happening, isn't there? There's no conclusive evidence, but there appears to be some sort of movement within the Empire. The Erebonian Empire? That sounds pretty suspicious. This movement doesn't appear to be overt, but that's what has me worried. I intend to do a little probing at the Erebonian embassy to see what turns up. Understood. I'll make sure to look after Estelle while you're gone. Don't spoil that girl, do you hear me? Now that she's become a bracer, she needs to learn to look after herself. Estelle will be fine. She's got good instincts and despite being a bit rough around the edges, she has talent with this stuff as well. Ja, sie macht mehr Schaden als du momentan. There's no doubt in my mind that she'll be a first-class bracer someday. Yet at present she's like a babe in arms who knows nothing about the realities of the world around her. At some point in time she'll have to choose which path to follow in life. And Joshua, the same thing can be said for you too. It's already been 5 years since you became a part of this family, hasn't it? How time does fly. Yeah, it sure does seem that way. About what you said back then, are you sure you won't reconsider taking those words back? For me, keeping my word is what defines who I am. If I can't do something as simple as that, I don't know how I could live with myself. I know this may sound stubborn, but I can't take back what I said. I'm sorry. There's no need to apologize, but I'd like you to remember this. No matter what path you choose in life, you can't erase these past 5 years. Estelle and I will always be your family, no matter what may befall you. Thanks, Dad. Und damit sind wir jetzt tatsächlich Father's Love in New Beginning am Ende des Prologs angekommen. Dann geht's wohl ab jetzt erst so richtig los. Mit der Musik kommt aber richtig das The Legend of Hero, das Vibe rüber. Auf jeden Fall. Also bis jetzt enttäuscht der Soundtrack nicht. Well, it looks like it's time for me to board my fly. Estelle, don't do anything I wouldn't do myself and try not to be a handful for Joshua either. For the umpteenth time I heard you already. How about you try not to go overboard yourself with your own work? You're not getting any younger, you know? Say what you will, but I'm not about to be overtaken by any youngsters. Sherazade, I'm really sorry about placing all this work on your shoulders at the last minute. Please don't be. I'm slightly concerned, however, about whether or not I can do a decent job in your place. There's no need to be humble, Silverstreak.
And I don't mean to make your life any more difficult, but please keep an eye on those two. You just leave that to me. It's tightening up the reins and not spoiling these two fine with you? You definitely understand the way I think. What's this all about? It looks to me like a mutual understanding between master and pupil. The Grangeville-bound airline Linde will be departing shortly. All passengers, please board the airship now. Uh-oh, I'd better take my seat. Have a great trip, Dad. We'll take care of everything here while you're gone. Don't forget to bring me a souvenir. I'm not sure everywhere you will be going, but don't forget to bring me back a souvenir. A little fancy something would be nice. Hey now, this trip is for business, not pleasure. If I have any money left over, I'll certainly think about it though. Alright you two, be good while I'm gone. Mein Gott, wenn ich nur über diese lange Serie nachdenke. Wir sind jetzt am Anfang vom allerersten Teil sozusagen. Dann gibt es noch Trails in the Sky SC irgendwie. Das ist auch nochmal irgendwie so ein anderes Spiel mit einem anderen Arc. Dann gibt es da Trails of Cold Steel. Dann gibt es noch ganz viele andere The Legend of Heroes Spiele. Und ich habe vor, sie alle zu spielen. Alle Spiele von The Legend of Heroes. Deswegen will ich auch die weiteren Spiele nicht vorher spielen, damit ich sie zum allerersten Mal auf YouTube quasi blind spielen kann, ja. Also alles, was jetzt nicht Trails of Cold Steel ist, weil die habe ich ja jetzt nun schon gespielt. Und nur mal daran zu denken, wie viele Videos das einfach wären, bis wir damit durch sind. Aber ich freue mich schon sehr drauf. Ich kann es nur immer wieder sagen, The Legend of Heroes, momentan richtig im Hype bei mir. Und ich glaube auch nicht, dass der so schnell verfliegen wird. Weil diese Serie fühle ich einfach komplett. He's gone again. Yeah. Come on you two. There's no need to look so down. Your father will be back in no time. I don't know what kind of investigation he's been asked to do this time, but when it comes to your father, he'll have it done before you know it. I'm not sad that he's gone. He's always been away more than he's been at home. Alright, if you say so. Anyway, I'm going to get to work on those jobs your father left off for me. But if you run into any trouble, give me a holler. Will do, but first I'd like to try and finish a few jobs with Joshua. I want to see what we're capable of doing as junior bracers. Alright, if you insist. I imagine that with Joshua tagging along, there's probably not much to be worried about. Good luck, you two. Thanks. We'll do our best. So, what do you want to do now, Estelle? Shall we go stop by the guild? Yeah, we should probably talk to Aina and find out what jobs are waiting for us. Let's go! Alles klar, hier sind wir also beim Airport scheinbar. Skip. Whew, this job here is done. The wind sure is calm today, a perfect day for air travel, if you ask me. Genau, das ist hier irgendwie der Airport für die Luftschiffe. Ja, was möchte ich machen? Wir haben ja kein Geld bekommen seit letztem Mal. Ich würde ganz gerne jetzt Quests machen, für die wir natürlich auch Geld bekommen als Reward. Wo wir nicht kämpfen müssen nach Möglichkeit. So wie ich die Legend of Heroes bisher kennengelernt habe, gibt es immer so 1, 2 Quests, die mit Monsterkämpfen zu tun haben, pro Tag sozusagen. Und dann gibt es noch so Sidequests, die man machen kann, wenn man will, aber nicht machen muss. Wo man einfach irgendwie mit den Leuten reden muss, wo man sich Sachen merken muss und später wieder benutzen muss, wo man irgendwelche Sachen kombinieren muss im Kopf. Oder auch, wo man einfach irgendwie ein Tier finden muss, was verloren gegangen ist. Also da sind sie wirklich sehr kreativ gewesen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man hier irgendwie an Quests kommen kann, die auch vielleicht nicht direkt mit Kämpfen zu tun haben. Und das wäre zum Beispiel jetzt so ein Kandidat. Ich habe nämlich vor, mir die geilen Items zu kaufen, die wir letztens im Shop gesehen haben. Aber das geht natürlich erst, wenn wir die Knete dafür haben. Dementsprechend holen wir uns hier jetzt mal die Quests ab. Find the shiny rock. I'd like someone to find my... Siehst du, da geht's nämlich schon los. I'd like someone to find my shiny rock. Please speak to me directly for details. I think I might have dropped it behind the Melder's Orbital Factory. Genau, und da muss man so Items suchen und dann kriegen wir dafür... Ich meine, gut, 30 Mirror, also das ist jetzt echt nicht viel, oder? Also, das gibt's ja nicht, das ist sehr wenig. Gut, und dann haben wir noch Milk Main Road Monster. Das ist dann eben die Quest, bei der es darum geht, ein Monster zu töten. Dementsprechend auch mehr Bezahlung. A ferocious monster known as a pine plant has been spotted roving
roving the Milkman Road. Bracers from this branch are requested to deal with this threat immediately. So, genau. Dann kann man sich hier immer die Quests ansehen. Das sind für den Tag 2. Wir haben gar kein Geld. Wir können unsere Ausrüstung jetzt erstmal noch nicht upgraden. Deswegen würde ich sagen, hier machen wir erstmal einen ganz kurzen Cut. Und im nächsten Part werden wir dann zuallererst die Quest machen mit dem Rock, den wir finden müssen. Und danach werden wir uns dem Monster auf dem Highway stellen. Wenn ihr darauf gespannt seid, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, Leute. Und ciao.